Hey, ich bin Anna und willkommen zu diesem Video. Ja, was ist so die Intention dieses Videos? Es gibt im Moment zwei Fronten und eine sehr heiße Diskussion um Diversität. Mit diesem Video will ich nicht nur zeigen, was ich dazu denke, sondern versuchen, auch einen Dialog zu eröffnen. Vor allem will ich aber beide Seiten betrachten, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das im Moment fehlt. Vielleicht können diese zwei Seiten so irgendwie zusammenfinden. Um einander zu verstehen, muss man sich nicht nur zuhören, sondern auch ein bisschen vielleicht nachvollziehen können, woher solche Aussagen kommen. Deshalb lass uns mal mit der ersten Seite anfangen. Vielleicht spielst du schon seit 10 oder sogar 25 Jahren Pen und Paper. Erstmal Respekt. Plötzlich hörst du von diesem Thema Diversität. Denkst, wait a second. Ich spiele seit 10 Jahren und du willst mir jetzt davon was erzählen? Meine Runde hat sich noch nie jemand beschwert. Manche werden sogar vielleicht wütend sein. Auch das habe ich erlebt. Wütend, weil dieses Thema für eine Spaltung sorgt in dieser Community, die vielleicht bisher gar nicht gespalten war. Vielleicht hat man es auch nicht bemerkt. Vielleicht hat man es auch nie angesprochen. Fakt ist, es gibt plötzlich diese Trennung. Das Letzte, was man will in seinem Hobby, ist, glaube ich, dass eine Community gespalten wird. Deshalb kann ich gut nachvollziehen, wenn man da auch Emotionen mit reinbringt und wütend ist einfach auf dieses allgemeine Thema und sich fragt, was soll das? Die andere Seite sagt, hey, wir wollen einfach nur mehr Diversität. Ist das zu viel verlangt? Worauf die andere Seite vielleicht meint, wie mehr Diversität? Was heißt das jetzt für mich speziell? Wollt ihr jetzt hier irgendwie die ganze Community mit euren merkwürdigen Vorstellungen beeinflussen? So entstehen Streitgespräche. In Foren, online, auf Facebook, auf Twitter, überall. Genauso. Das Video hier soll ein bisschen dazu dienen, eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Fronten. Ja, deshalb versuche ich jetzt mal noch tiefer zu gehen. Dahinter steckt vielleicht, ich kann nur sagen, wie es auf mich wirkt, auch die Angst, irgendwie in diesem ganzen Rollenspielthema mit der Erfahrung, die man angesammelt hat, trotz der Erfahrung nichts mehr zu sagen zu haben. Dass man vielleicht auf eine Con geht und ein Spiel anbietet und keiner will es mit dir spielen, weil plötzlich alle diese Diversität wollen, die du nicht mehr anbieten kannst, weil entweder willst du dich damit nicht beschäftigen oder es ist einfach nicht so wichtig für dich. Ich kann dich verstehen. Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen machst. Dass du dir Sorgen machst, dass du überflüssig bist. Tief durchatmen. Ich weiß, das ist eine starke Aussage, aber es ist, glaube ich, eine Angst, die jeden von uns betrifft. Wer will schon überflüssig sein? Ja? Überflüssig als Spieler, Spielleitung, überflüssig als Redakteur, Spieleentwickler, Blogger, Podcaster und so weiter. Denn wenn dieses Thema mehr und mehr aufkommt, mehr Raum einnimmt, wer will dann noch dein Spiel spielen? Hören, was du so zu sagen hast, weil du vielleicht zum Thema Diversität nicht so viel zu sagen hast, weil du dich da nicht auskennst, dich nicht damit beschäftigst. Und dann hat man schon diese Sorge und diese berechtigte Angst, dass man überflüssig wird. Gerade wenn es sogar vielleicht existenzielle Sorgen sind, wenn man damit seinen Unterhalt verdient, ja, dann kann ich das zu nachvollziehen, woher diese Gedanken kommen, Diversität würde einen
oder das, was man so macht, dieses Thema extrem beeinflussen. Und zwar nicht auf eine positive Art und Weise. Also halten wir mal fest, ich verstehe dich. Ich verstehe diese große Sorge, die man da haben kann. Vor allem, wenn dann, sage ich mal, jetzt Leute wie ich kommen, die dieses Hobby ja noch nicht so lange ausführen wie du, dass das dann wirkt wie so Game Changer, die jetzt plötzlich vielleicht alles umdrehen wollen. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass das echt so wirkt auf dich. Ich glaube, dieses Gefühl hat man dann, wenn man so diese andere Seite irgendwo am anderen Ufer als Bedrohung sieht. Und ich meine jetzt nicht die Person, ja, sondern diese neuen Ideen und Ansichten, die die Person in diese Community mit reinbringt. Ja, dass das vielleicht, dass du denkst, aber hey, das sorgt für noch mehr Spaltung. Wollen wir das wirklich hier? Wir sind doch alles eine coole, große Gemeinschaft und bitte, ich möchte, dass das so erhalten bleibt. Deine Intention ist sehr gut, denn du möchtest nicht, dass irgendwie da so große Lager entstehen und so weiter. Also es ist schon mal eine gute Intention, die du hast. Das Problem ist, und das ist so der zweite Punkt, den ich so ansprechen will, dass man so dieses Hobby, Pen and Paper, als Nischen-Hobby lassen will. Also man will nicht, dass der Mainstream kommt und damit noch mehr Menschen, mehr Einstellungen, mehr Erwartungen, vielleicht mehr Probleme oder ich würde es eher betiteln als Herausforderung. Ja, auch das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, denn wenn man das mal so ein bisschen überträgt in ein anderes Thema, die Musik, wenn man jetzt eine Band hat, die man seit, weiß ich nicht, 10 Jahren hört, kein Mensch kennt die, niemand, außer du. Du hast die irgendwo damals, ja, als YouTube noch tatsächlich für Musik da war. Ich weiß nicht, ob ihr diese Zeit noch kennt. Du hast die irgendwo auf YouTube oder damals Last.fm, MySpace entdeckt und über die Jahre ist die Band so gewachsen, dass irgendwann kommt der Hit. Und dann wird diese Band so gehypt, jeder hört die. Überall im Radio werden die Lieder gespielt. Ja, die du vorher vielleicht nur so 50 Leute gehört haben, global, auf einmal sind es, weiß ich nicht, 50.000 Menschen. Und so sehr wir diese Band lieben, aber merkwürdigerweise hassen wir es, wenn auf einmal jeder diese Band hört und jeder so, weiß ich nicht, vielleicht auch zum Mitläufer wird, die Band einfach nur so, ja, sagt, ich finde die so toll, dabei hat er keine Ahnung. Ja, das ist so ein bisschen dieses Phänomen, von dem wir uns, glaube ich, von dem sich, glaube ich, keiner schuldfrei sprechen kann, also ich nicht. Und statt dass wir dann uns freuen, dass die Band, die ja so hart gearbeitet hat, endlich so diese globale Anerkennung bekommt und noch mehr Menschen diese Musik genießen, sind wir so ein bisschen so, wir hören dann die Lieder nicht mehr, wir distanzieren uns von dieser Band. Und ich glaube, genau das passiert im Rollenspiel auch im Moment, dass du diese Fan-Ansicht hast und nicht willst, dass da noch mehr Leute reinkommen, die du vielleicht nicht kennst oder die diese merkwürdigen Einstellungen haben. Aber man muss auch mal betrachten, was das so mit dieser Szene und mit diesem Hobby auch so macht. Wir haben jetzt mitbekommen, dass die RPC so im Moment es nächstes Jahr nicht mehr geben wird, sondern die wird eher so in die Gamescom integriert. Das heißt, das ist ja ein Rücklauf von diesem Hobby, also weniger Publisher auf dieser Messe, weniger potenzielle Interessierte, die ja dieses Hobby am Leben halten, weniger Menschen, die sich generell damit beschäftigen und vielleicht
mit diesen beschäftigen, neue Ideen haben für Spiele, die du dann vielleicht ausprobieren könntest. Also man muss schon auch mal die Nachteile sehen, wenn man in dieser Blase für immer leben will. Es ist einfach, ja, dieses Video soll ja wie gesagt eher so den Dialog schaffen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass man ganz gerne ja, in dieser Blase, in dieser Insel lebt und vielleicht nur so von ganz weitem irgendwelche Stichworte hört zu einem Thema, wie jetzt zum Beispiel Diversität, aber das gar nicht so sich selbst anschaut und selbst in den Dialog tritt mit diesen Menschen. Also was ich mir so wünschen würde, ist, wenn die beiden Seiten auf diese Brücke gehen und sich zumindest hier oben treffen. Denn selbst wenn man alleine den Weg nach da oben macht und von weitem so rüberschaut, dann sieht man schon mal die Gesichter von den Menschen, die da sitzen und auch dasselbe wie du machen, Pen and Paper spielen. Vielleicht hörst du dann auch ein bisschen besser, worum es in diesen Gesprächen geht. Vielleicht durch dieses Zuhören, ja, das ja schon näher an diesem anderen Ufer ist, oben auf der Brücke, kriegst du vielleicht ein bisschen mehr mit, als wenn du für immer auf deiner anderen Seite bleibst. Keiner kommt irgendwie mit einem Kran, merkwürdiges Symbol, und wird dich so rüber hieven. Ja, das wird keiner machen und das ist auch nicht die Intention, sondern einfach, dass man langsam sich so annähert. Das würde ich mir so wünschen. Und das dritte ist, diese neuen Spiele oder auch alten Spieler, die jetzt plötzlich zu diesem Thema berechtigterweise was sagen, ja, die einfach auch versuchen zu verstehen. Genauso wie ich es jetzt gerade versucht habe, so diese Perspektive zu betrachten, warum man zu diesem Thema vielleicht eher negativ eingestellt sein könnte oder, weiß ich nicht, neutral vielleicht auch. Ja, und dass man auch den anderen und vielleicht diese Spielergruppe, die sich da jetzt ergibt, dass man das nicht als Zombie-Apokalypse betrachtet, die auf einen zurennt und einen umrennt, sondern irgendwie auch als wertvolle Mitspieler und Mitspielerinnen, die genauso akzeptiert und aufgenommen werden sollten, wie es bei dir damals. So, jetzt seht ihr nochmal mein Gesicht. Ja, ich hoffe, dass es euch heute gut geht. Ich war, wie gesagt, schon fleißig und das bringt mich irgendwie zu einem weiteren Punkt. Ich hoffe, man sieht bei dem, was ich so hier mache, dass mir das echt wichtig ist und dass ich sehr viel Zeit reinstecke und sehr viel Liebe auch und sehr viel von mir, einfach sehr viel ich, sehr viel Anna, dass ich diese Community damit was Positives zurückgeben will. Ich hoffe, das kommt bei euch an. Ich denke mal schon, ich weiß es aber nicht, weil ihr ja hier zuschaut. Deshalb müsste es schon so sein. Vielleicht kann man daran sehen, dass neue Spieler und Spielerinnen in diesem Hobby auch Ideen haben und auch was beitragen können. Ich glaube, die meisten von euch, wahrscheinlich alle, üben dieses Hobby schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren aus und ich habe den allergrößten Respekt dafür. So meine Message ist einfach, ja, so akzeptiert, ich würde mir so wünschen, akzeptiert neue Leute in diesem Hobby, genauso wie ihr damals akzeptiert worden seid. Das ist so mein Wunsch einfach. Dieses Kämpfen um Akzeptanz ist nämlich sehr anstrengend und man überlegt sich schon, ob man in dem Hobby bleiben will. Und ich glaube, manchmal ist auch, dass es viele Leute gibt, die genau das erreichen wollen. Aber es ist doch einfach so schade, wenn man überlegt, dass man ja zusammen viel mehr erreichen kann. Und wenn ich jetzt versuche, so viel Positives reinzubringen, so viel Kreatives, so viel Liebe in die Community und von manchen kommt nur Negatives zurück,
dann frage ich, hat diese Szene nicht verdient, dass man sich mit ihr beschäftigt, dass man Ideen einbringt, jeder von uns? Oder muss ich erst 30 Jahre warten und weiß dann erst nicht, ob ich ernst genommen werde? Traurigerweise habe ich ja schon diese Berichte von Spielerinnen, die seit Jahren spielen und eben sagen, hey Anna, das, was du ansprichst, das habe ich so erlebt und erlebe es immer noch. Und das finde ich einfach so schade, dass man weder mich ernst nimmt, noch diese Menschen ernst nimmt. Ja, das ist irgendwie echt ein großes Problem, finde ich. Was ich jetzt versuche so, ja, ich mache auch noch andere Dinge, aber ist einfach erstmal zuzuhören und ernst zu nehmen. Denn bei vielen Menschen habe ich das Gefühl, dass es nicht passiert ist, auch in dieser Szene. Und ich glaube, alleine deswegen sollte man schon merken, dass meine Intention positiv ist und dass ich eben nur versuche, irgendwie so den ganzen Stimmen Raum zu geben. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Gleichzeitig sollte man wissen, dass ich nicht das Gesicht von irgendwas sein kann oder will, was sowieso weit über mich hinausgeht. Diese Diskussion besteht ja schon, bevor ich überhaupt in das Hobby eingestiegen bin. Ich kann nur versuchen, meine Fähigkeit irgendwie einzubringen, vielleicht mit Artikeln oder mit Videos. Und was der Rest dann draus macht, bleibt jedem selbst überlassen. Fakt ist nun mal, auch wenn das wenigen nicht gefällt, aber ich bemerke einfach Dinge und spreche sie aus. Das heißt nicht, dass ich sie erfunden habe. Das heißt einfach, dass sie bestehen schon sehr lange und schon sehr lange da sind. Manchmal fühle ich mich wirklich wie in einer Black Mirror-Folge. Wie jemand, der irgendwie ganz zufällig im Eis eine Leiche entdeckt hat und dann auf einmal, weiß ich nicht, wird der auch zur Zielscheibe. Also ja. Ja, ihr wisst ja, dass ich das nur im übertragenen Sinn meine, ja. Die mich kennen, wissen das. Ich muss das immer nur betonen, weil heutzutage, ja. Ja, es war mir echt wichtig, das jetzt mal anzusprechen und nicht nur per Text, dass es eben nicht nur um die Anna geht, sondern es geht um was viel Größeres, nämlich um die Leute, die bei euch am Tisch sitzen. Und Anna mag vielleicht inzwischen so ein Begriff für manche Leute geworden sein, wie so Hiobsbotschaft. Aber Fakt ist, wie gesagt, das besteht einfach schon, das gab es schon vor mir. Ich spreche es einfach nur aus. Ich hoffe, dass die Leute, die sehen können, was ich hier versuche, so sehr versuche, dass die Leute wenigstens sehen können, dass die Anna es sowas von gut meint mit dieser Community und dass es für diese neue Spielergeneration einfach eine Akzeptanz gibt und einen Platz in der Community. Und nicht so die Abwehrhaltung, weil ihr seht ja, wir versuchen auch nur unser Bestes, dass man sich einfach gegenseitig ernst nimmt. Das ist, glaube ich, in jeder Freizeitaktivität schön, die man, sage ich mal, zusammen als Team ausübt. Ja, und dass man eben Probleme nicht auf ein Gesicht herunterbricht, sondern aufwacht und merkt, dass man einfach erstmal aufwacht und merkt, oh, okay, wir haben da eine Herausforderung und wir können daran aber arbeiten. Wahrscheinlich könnte man ein 200-Stunden-Video machen mit 200 Leuten und selbst am Ende würde noch eine Person sagen, ach, das, was ihr sagt, das ist komplett irrelevant. Aber an alle, die das sehen und zuhören und das verstehen wollen, vielen Dank, weil ich glaube, ihr seid der Grund, warum diese Community so cool ist, wie sie ist. Danke, dass ihr seht, dass man an Problemen arbeiten darf, die auftreten und dass man dafür vielleicht einfach über seine vier Wände ein bisschen hervorgucken kann, ohne dass einen der Blitz gleich trifft. Außer vielleicht der Blitz der Erkenntnis, dass man Probleme gerne gemeinsam angehen darf. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Hallo zusammen, heute mal mit Querformat. Wir haben es jetzt einen Monat später, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Eigentlich muss ich hier reinschauen, aber das irritiert mich. Ich habe das Video
im September gedreht, in dem ich schmerzlich feststellen musste, oder mich wieder daran erinnern musste, dass man ja nicht ewig in einem Take reden kann und irgendwann schert sich die Kamera ab. Und genau das ist passiert, zusätzlich zu den Audioproblemen. Gott, man muss das so hochhalten, mein Arm bricht ja jetzt schon ab. Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, also jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich auch so meine Qualitätsansprüche habe, auch was Sound angeht und so weiter. Und deshalb habe ich echt lange überlegt, ob ich das Video hochladen soll. Hat mich auch ein bisschen blockiert, andere Videos zu drehen, weil immer so dieses eine Video in meinem Kopf war, was ich eigentlich noch fertig machen wollte und ich wusste, ob es gut genug ist. Dann habe ich mich entschieden, dass das so wichtige Themen sind, dass ich es auf jeden Fall veröffentlichen werde. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann das jetzt auch nicht nochmal künstlich nachstellen, was ich da gesagt habe. Ich bin immer für Authentizität und deshalb habe ich dann beschlossen, es doch zu machen. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass gerade bei so einem Thema das suboptimal ist, ein Fragmentvideo zu haben. Das ist ja sowieso schon heikel genug und schwierig genug, dieses Thema anzusprechen und dann auch noch mit was nicht mal komplett das ist, was ich damals eigentlich gedreht habe. Ja. Und so sachlich, neutral und positiv man die Sache auch angeht, es ist trotzdem immer noch sehr heikel, überhaupt darüber zu reden, sich ins Internet zu stellen und obwohl man versucht, irgendwie beide Seiten so darzustellen, dass, ich sag mal, zufriedenstellend für alle zu machen, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich selbst bin damit zufrieden, nur eben fehlen 10 Minuten, wichtige 10 Minuten. Ja, jetzt ist es so. Und wenn man sich mal bewusst macht, dass es, ich sag mal, egal, ob du jetzt ein 20 oder 30 Minuten Video machst, es immer dieses Phänomen gibt auf YouTube, dass manche Menschen sich einfach nur kurz durchskippen, einzelne Schlagworte hören oder Satzfetzen, die nicht so gefallen und dann einfach aber den Kontext, alles was da drumherum ist, gar nicht mehr beachten, dann ist es im Endeffekt, ja, egal wie lang dieses Video wäre, es wird immer leider dieses Phänomen geben des Durchskippens und Sachen aus ihrem Kontext ziehen und dann eben daraufhin, weiß ich nicht, irgendwelche Dislikes oder Hate zu fabrizieren. Ist ja auch egal. Uns allen jetzt hier, den meisten, denke ich mal, die hier zuschauen, geht es ja um Diversität, um diese Diskussion und was auch damit was zu tun hat, deshalb habe ich das Video noch eingefügt, ist diese Akzeptanz. Und ich denke, sorry, hier fahren gerade so viele Autos vorbei. Ich glaube, dass dieses Thema, die beiden Themen oder eben all die Themen, die ich angesprochen habe, nicht nur in-game wichtig sind, sondern auch auf so einer Meta-Ebene, dass das sehr nah aneinander verknüpft ist. Ja, wenn ihr bis zu diesem Teil des Videos geschafft habt, habt ihr den Teil erreicht, an dem eine alte Frau hier auf einer Bank sitzt, bei einem alten Baum mit Schafen. Die hofft, dass man ihr zuhört über die weisen Dinge, die sie so vielleicht zu sagen hat. So, das nächste, was passiert, ist hier, dass hier Neo auftaucht. Nur, dass ihr es wisst. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Anna hat ja auch nicht die Lösung für jeden Einzelnen parat oder für eine ganze Community. Das kann niemand erfüllen. Niemand kann diese Erwartungen erfüllen, die man so vielleicht hat an, weiß ich nicht, Menschen, die jetzt hier in diese Kamera reden. Ja, ich kann auch nicht, ich will auch nicht sagen, wie ihr spielen sollt. Ich kann euch nur sagen, was ich mir so wünschen würde. Und was sich viele Menschen
anscheinend in dieser Community auch wünschen würden. Und dass das schon sehr, sehr lange der Fall ist. Und es wirklich, glaube ich, Zeit wird, dass man seine Sorgen da auch gern äußern darf. Aber halt auch, dass man einfach zuhört, ja. Ich glaube, es wird wirklich Zeit dafür. Und jetzt werde ich gleich gefressen. Mal abgesehen jetzt von diesem Thema, dachte ich so, ich nehme ganz kurz mir Zeit. Das Video ist ja eh jetzt schon so lang, jetzt kommt es eh nicht mehr drauf an. Um ganz kurz zu sagen, was gerade abgeht. Ich kann im Moment nicht die Produziermaschine sein, die ich war im September. Ich würde sehr gern, es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Videos zu drehen, ich würde so gern auch mal wieder einen Artikel schreiben, wirklich. Ja, aber ich habe das Gefühl, die Zeit rennt mir davon. Sie zerrinnt in meinen Händen. Oh Gott, ich höre mich wirklich schon sehr alt an. Es ärgert mich auch, muss ich zugeben, dass ich nicht das alles umsetzen kann. Das ärgert mich schon. Ich hoffe, dass bald eine Zeit kommt, in der sich das alles ändert und ich wirklich in der freien Zeit auch das umsetzen kann. Wie gesagt, im Moment geht es nicht. Ja, aber ich habe schon noch so viel vor. Mir fällt gerade ein, was ich vorhabe. Ich hoffe, dass euch das alles gefallen wird. Ja, jetzt fangen hier schon die Krähen an. Die kreisen jetzt schon um mich rum und warten, dass ich hier verwese und sie dann anfangen können. Also, ja. Gleich bin ich weg. Oh mein Gott. Das wäre jetzt wirklich auch nochmal eine Metaebene, wenn dieses Video, das geht um Diversität und auf einmal schwenkt es um und es wird zu einem neuen Horrorfilm. Live. Und auch wenn es Gerüchte gibt, aber nein, ich bin hier nicht der Förster. Es sieht brutal so aus. Es sieht wirklich brutal so aus. Und ich glaube, wenn ich so hier rumlaufen würde, dann hätten auch wahrscheinlich viele Leute irgendwie Angst vor mir. Aber ja. Was auch schön ist, wenn man das Video fertig gedreht hat und dann kommt so wunderschön die Herbstsonne noch raus. Ein wunderschönes Licht und davor war es so richtig krank. Danke, Sonne.